Heute geht es um die vielgestellte Frage: Hey Bernd, warum hast du immer diese Kopfhörer auf beim Spielen? Das werde ich heute ein bisschen erklären, also bleibt dran, viel Spaß, jetzt geht's los. Hi, hier ist wieder Bernd von eurem Saxophon-Channel auf YouTube. Ich grüße euch. Ich werde ganz oft gefragt, warum hast du denn beim Spielen, wenn du was vorspielst, immer diese Kopfhörer auf? Und wie funktioniert das, dass wenn du mit Kopfhörer übst, dass du dich auch selber hörst und das Playback hörst und so weiter? Und das werde ich heute ein bisschen in dem Video erklären, was ich da genau mache. Das erste, was ihr machen könnt, wenn ihr mit einem Playback spielt, ist natürlich einfach vom Laptop, wo ihr das Playback hört, da einen Kopfhörer anzuschließen und dann eben auf die Ohren zu legen und dann könnt ihr da ein bisschen mitspielen. Das Problem ist ein bisschen, dass man sich dann natürlich selber im Saxophon nicht hört. Da kann man sich helfen, indem es gibt Kopfhörer, die sind offen oder halboffen, wie Studio-Kopfhörer. Die machen die Ohren nicht komplett zu, sondern die liegen so ein bisschen oben drauf. Und dann hört man sich eben noch von außen ein bisschen. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr zu eine Kopfhörer habt oder habt so Stöpsel, ja, so Ohrstöpsel oder diese In-Ear, wie nennt man denn das? Diese Bluetooth, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen. Wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr euch erstmal helfen damit, dass ihr vielleicht das eine Ohr ein bisschen aufmacht. Dann hört ihr das Playback hier nur halb, so ein bisschen hier raus und ihr hört euch auch von außen. Also eine andere Möglichkeit ist natürlich auch noch, ihr packt eine Bluetooth-Box einfach an euren Rechner oder an euer Handy. Das geht natürlich auch, ne? Es gibt ja mittlerweile super gute Bluetooth-Boxen von Bose, ne? Oder von andere Marken. Gibt es ja jede Menge Zeugs. Und mittlerweile sind die kleinen auch tatsächlich, die klingen gut und sind auch laut. Also die kann man tatsächlich sehr laut machen. Dann als nächstes könnt ihr natürlich, wenn ihr ein kleines Mischpult habt, könnt ihr versuchen, eine komplette Mischung, also alles, was ihr einspeist in das Mischpult, da könnt ihr einen Mix draus machen. Ich zeige mal das Mischpult, was ich habe. Das ist ein ganz kleines. Das ist ein Mackie. Das nennt sich Pro FX 6 V3. Naja, das hat genau die Menge Kanäle, die ich brauche. Auf diesem Kanal diese zwei und da ist mein Handy angeschlossen. Und auf dem Handy habe ich das Playback drauf. Auf dem nächsten Kanal, auf dem hier, da ist mein Saxophon-Mikrofon dran. Das ist das hier. Das kommt vorne ans Saxophon dran. Der letzte Kanal, der hier, der ist an einem Overhead-Mikrofon hier oben. Zack. Und da hört man mich reden. Ne? Und hier ist noch eine Besonderheit, das Ding geht in so eine, das nennt sich Mix-Switch, das geht hier rein und zwar ist das Ding dafür da, dass man das Sprachmikrofon hier oben, dass ich das immer außen anschalten kann. Wenn ich das, jetzt ist angeschaltet, wenn ich es ausschalte, dann hört ihr nichts mehr. Ne? Dann hört ihr mich vielleicht nur noch über das Saxophon-Mikro. Ne? Okay. Jetzt mache ich es wieder an, jetzt hört man mich wieder und das hat folgenden Grund: Wenn ich zum Beispiel jetzt Saxophon spiele, beim Reden, also Sprache ist ja nicht so laut, dann habe ich das an, ne, das da oben. Wenn ich aber Saxophon spiele, dann mache ich das aus, weil das Saxophon würde natürlich über das Sprachmikro unfassbar laut sein. Und wenn ich das manchmal vergesse in den Videos, so jetzt sieht man mich wieder, dann klingt das natürlich mit dem Saxophon so ein bisschen anders. Also ich mache jetzt mal das Sprachmikro aus und spiele mal ein bisschen Saxophon, dann hört ihr, das klingt über das Mischpult mit einem, sogar ein kleiner Effekt ist da drauf, dann hört man ein bisschen Hall und das klingt natürlich gut. Ich mache das mal aus jetzt. So, jetzt mache ich das Sprachmikro wieder an. Und jetzt, wenn ich jetzt Saxophon spiele und man hört es da oben über das Sprachmikro, dann klingt das so. Ist natürlich auch leicht übersteuert, ne, weil es viel mehr Pegel hat hier oben. Genau, und das ist der Grund, wieso ich da immer manchmal so verschieden klinge in den Videos. Hat auch jemand gefragt in den Kommentaren. Ne? Wieso klingst du denn manchmal so mit Playback und dann klingst du allein wieder so? Klingt ja komisch, was machst du denn da? Ne? Welche Effekte hast du da drauf? Und das ist gar kein Effekt. Also klar, es ist ein bisschen Hall da drauf, aber der Grund ist einfach nur, das eine ist halt über das Sprachmikro. Wenn man Saxophon über das Sprachmikro hört, das klingt halt einfach nicht gut.
Ja, es klingt viel zu laut und übersteuert. Und das andere, wenn ich Sprachmikro aus habe, klingt es eben hier über das Mikro mit einem kleinen Hall auf dem Kanal und es klingt natürlich viel besser. Ja, das ist der Grund. Also sowas könnt ihr auch machen, wenn ihr ein bisschen Equipment kaufen wollt. Da könnt ihr natürlich super mit üben. Also wenn ihr ein Playback benutzt und habt eben so ein kleines Mischpult und könnt ihr euch einen Mix herstellen aus Playback und Saxophon mit ein bisschen Hall auf dem Saxophon, dann ist das natürlich macht total Spaß, damit zu spielen. Ne? Da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, es gibt auch Ausgänge aus dem Mischpult, könnt ihr da mit einer Aufnahme machen. Dieses Mischpult, was ihr hier seht, also ich mache jetzt keine Werbung für diese Marke oder so, aber ja, ich kriege da kein Geld für oder so. Aber das ist wirklich, ich habe lange gesucht und das Ding ist echt ein gutes Ding, muss ich wirklich sagen. Das gibt es auch in größerer Ausführung, es gibt es sogar in einer anderen Ausführung, wo man noch aufnehmen kann. Und das Besondere in diesem kleinen Mischpult ist, dass man eben ein Effektgerät noch mit drin hat. Ja gut, für Gesang oder für so ein Blasinstrument oder so ist einfach toll, wenn man ein bisschen Hall mit dazu machen kann. Es klingt viel besser. Ja? Also ich kann natürlich hier hingehen und dann habe ich hier mein Playback drauf. Ich muss jetzt gerade mal suchen. So, das Playback lade ich mir runter und lege das dann in so eine Dropbox rein. Ich habe dann so einen Dropbox-Ordner hier drauf. Und dann mache ich Sprachmikro aus und spiele ein bisschen dazu. So, Dele. Okay, vielleicht wisst ihr jetzt ein bisschen besser Bescheid, wenn ihr euch selber mit einem Mischpult so einen kleinen Mix machen wollt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder teilt das Video. Liked das Video gern und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Kanal abonnieren oder das Glöckchen anklicken, dann verpasst ihr kein Video und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Wenn ich was hochlade, kriegt ihr es immer mit. Ja? Alles klar. Dann macht's gut. Bis bald im nächsten Video. Euer Bernd. Ciao, ciao.